Hi Freunde, herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute machen wir mal wieder ein Büro-Video und gucken was gemeinsam auf YouTube. Und zwar nicht irgendwas, sondern ein Video, was ich letzte Woche oder so entdeckt habe von einem der größten, wenn nicht dem größten Händler, Importeur für Garnelen aus den USA. Und ich finde es sehr interessant. Ich werde es euch wie gewöhnt ein bisschen übersetzen, aber nur die wichtigsten Inhalte, also nicht den ganzen Smalltalk. Und in diesem Video speziell geht es um seinen riesen Shrimp Room, also seinen Garnelenraum, wie er züchtet, was er für Aquarien oder Becken hat, sage ich mal ganz vorsichtig, um es ein bisschen vorwegzunehmen. Und ja, ihr wisst ja, dass wir gerade umziehen und deswegen gucke ich mich um nach Inspirationen und so weiter. Aber ja, wir gucken einfach mal. Okay, so this is what we're talking about today. We're going to go through this entire room. This is our Neocaridina room. This is where we keep all the hardy shrimp. So I'll go over all this water and what we do over here. We'll look through every single one of these ponds. We'll talk about this 125-gallon tank. We'll talk about all these 40 gallons over Alles here ist Holz. and Ich what we're find's so doing krass. over here. And then just kind of go through a little bit by a little. And we'll have my trusty assistants along the way. We got Emma, we got Ruby today. We got Penny around here somewhere. Penny, where are you at? She's over here somewhere. Ich glaube, er macht das mit seiner Frau zusammen auch, das ganze Geschäft, was schon krass ist für zwei Leute. Also Flip Aquatics ist sein Online-Shop und das ist, glaube ich, der Besitzer, Eigentümer, Gründer. Er macht auf jeden Fall alles, was ich so von seinem Geschäft gesehen habe. Right there, we have Emma. Süß. And so we're going to do a tour of this room. I'm going to show you everything from water changes to what we keep, how many ponds we have of each type of shrimp. Ich finde das so krass, was er da alles hinten hat, das ist schon See. Was sind das für Wannen? Sind das Mörtelwannen? Ich dachte, das sind irgendwie Mörtelwannen oder so. Schreibt mal in die Kommentare, was das für Wannen sind. We actually feed them Northfin Community. It's a good whole food that we feed them. It sinks pretty quick. We rotate in the kelp wafer. This we mainly feed. Also da sagt er halt, wie man unschwer erkennen kann, was er füttert. Er sagt, er nimmt tatsächlich dieses Northfin Fischfutter, weil es schnell sinkt. Ich glaube, das erste, was er genommen hat, was war denn das? We feed these guys. Community. Okay, also das ist so ein Allgemeinfutter. Northfin Community. It's a good whole food that we feed them. It sinks pretty quick. Das ist sein Hauptfutter. We rotate in the kelp wafer. This we mainly feed to the bottom feeders like the snails and things like that. Okay, das zweite ist für die Schnecken. And then we rotate in veggies. So these are the three different und vegetarisches nimmt er halt auch noch dazu anscheinend. Types of food that we mainly feed the Neocaridina room. And so that's for Amano. Genau, es geht hier um Neocaridina und Amano-Garnelen, soweit ich weiß. Also Caridina hat er auch Videos, die sind aber tatsächlich ganz anders von der Haltung. Also hier geht es wirklich um Neos. Shrimp, cherry shrimp, fantasy blues, so everything like that. So that's what we're feeding them here. I'm going to go through, we've already fed them once today, so I might feed them a little bit more. And we actually have Amanda here as well, sneaking out of the corner. Seine Partnerin. And so we're going to do a tour. I'll show you guys what's going on. Ich glaube, on. es ist seine Freundin, aber auf jeden Fall ich glaube, die zwei machen es zusammen. Schon ziemlich cool. I got my Northfin kelp wafers with me, and we're going to feed the Amano shrimp because they're absolute pigs. And so we got also das sind Amano-Garnelen und er sagt gerade, dass die einfach pond, total schnell draufgehen. 2, 3, 4. And then this one, there's not as many. There's actually one dead one in there. So I'm going to try to break this up. Schon krass, wie wenig eigentlich, wenn man es mal überlegt. Ne? Also er hat jetzt extra das hier noch auseinandergebrochen, damit es nicht zu viel ist. Und es sind auch wenige Garnelen auf sehr viel Wasser. Also ich kenne das eher so, dass man höhere Besatzdichten fährt. Interessant. Aber es sind keine Mörtelwannen, ne? Was sind das für Wannen? Schreibt unbedingt in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das für Wannen sind. Ich finde es sehr interessant. Warm the food, so I'm gonna put these little ones back, and then you could already see. Ja, Amanos sind so krass. Die sind so krass. Wenn man Caridina und Neos gewöhnt sind, dann denkt man bei Amanos, was sind das für Biester? The cool thing about this is it does flake apart pretty quick. You can see it flaking apart, and we keep roughly about, I want to say 800 Amanos per pond, because these are, a little bit. Okay, 800 pro Teich-Pond, also 800 pro Wanne, kann das sein? Bigger, so there's about 800 roughly in each pond. We just run. Ja, er hat es gerade gesagt, es sind ungefähr 800 Amano-Garnelen in jeder von dieser Wanne. Denkt man gar nicht. 2 sponge filters.
And then what I do is we got the air up top, so as we go through and check on them, we just turn it off, and then all we have to do is just turn it back on. It will just kick right back on. And so we just survived import week, which gerade gesagt, da oben hat er seine Luftleitung, die hat er jetzt natürlich ausgemacht, damit beim Video nicht so laut ist, schätze ich mal. Means that we sent out a ton of shrimp, and so this pond is the one that we cleared out first. So there's probably only like 30 left. I see there's one death there. Okay, da ist eine Tote, die wird gerade gefressen. Das solltet ihr übrigens immer vermeiden, dass die Garnelen sich gegenseitig fressen. Das tun sie zwar, tut ihnen aber nicht gut. Ich will jetzt nicht drauf eingehen, warum, aber es ist einfach so. So we actually go through, we'll take that out and just check on the tanks. And so this is all we have to do to kick it back on. We just grab this valve, also das dicke weiße Rohr war seine Luftleitung. Boom. Und zack geht's wieder. Ist echt ein cooles Prinzip. Es ist ein cooles Prinzip. Man hat drüber seine Luft, seine 2 Filter, eine Wanne. Und der große Vorteil, glaube ich, von diesem System, wir kommen gleich noch auf die Nachteile, aber einer der großen oder der größte Vorteil, neben dass es günstig ist, dass man kann von oben arbeiten. Das heißt, wenn wir Garnelen verpacken, müssen wir oben ins Aquarium reinfassen und die da mühselig rausfischen. Man sieht oft nicht so viel. Hier hat man halt einen super Überblick. 5 ponds of Amanos in stock at all times, and so we'll probably order another pond of Amanos and just fill this one back up. Ja, schon krass, wie viel Wasser da drin ist. Ne? Was steht es auf so Beton-Zementklötzen und irgendwie schwer zu sagen, was diese schwarze Folie da ist. A little bit. We do some wholesale and things like that, so that's why we keep so many. And these are one of the best algae-eating shrimp out there, and so it's really popular. It's great for beginners. They're extremely hardy, and so yeah. Aber ja, er sagt, Amano-Garnelen sind wahnsinnig robust. Sie sind gut für Anfänger geeignet und sie sind die besten Algenfresser. Let's move on. Next up, we got 3 more ponds. Now these ponds are right after the Amanos. This pond we have black rose in here, so you can see they're nice. Sind nicht so schön wie unsere. Dark black color. There's some that have some off colors. They're almost look red on camera. Ihr seht ja echt ganz gut, wie diese wir sind ja Black Rose, die haben ja diesen Rotstich noch. Und die sind schon schwarz auf den ersten Blick, aber man hat schon dieses Rote auch an. Also ein Rotstich gerade so im Nackenbereich ist ziemlich typisch. Filters, I think these are 6. No, these are probably 4 inch by 4 inch. They might be 6 by 6. Ist auch eigentlich cool. I think they're 4 by 4. So there's quite a few in here. And then we keep 2 ponds of carbons. Carbon release. So you can actually see there's tons of babies in this one. There's more in the next one. Seht ihr da Babys? Ja, hier und hier und hier. Oh ja. Actually there isn't too many, but like, oh, you can't see the one in the filter. But there's a decent amount in here. Ich weiß nicht, findet ihr die gut? Carbon Release? And then over here. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr die habt, ob ihr euch da interessiert. Wir haben sie ja nicht bei uns, also ich hatte die noch nie. Ich weiß nicht, hier gerade ist halt fies, weil auf diesem Untergrund und in diesem in dieser trostlosen Umgebung wirkt es einfach nicht. Ich glaube, dass die ganz schön cool aussehen können, wenn die in einem schönen Aquascape sind. Aber so, There's a decent amount in here. And then over here, this is the first pond we've been catching up. You could just see tons of babies. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich mit denen nichts anfangen. Now carbon release, if you guys didn't know. Aber vielleicht sind die auch echt cool, wenn die im guten Licht sind und so. Also is like, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob die schön sind. It has a black head, a black tail, and a clear midsection, and that's called the really pattern. It doesn't have to be black. It could be red. It could be yellow. It could be. Ah ja, erklärt gerade. Also das Really Pattern, also die Really Musterung bedeutet einfach nur, dass es diese mittleren Bereiche, also dass es einen gefärbten Bereich am Kopf und diesen gefärbten Bereich am Schwanz gibt. Und die Mitte ist dafür aber, transparent. Orange, it could be anything, but er sagt gerade jede Farbe, case, rot, orange, rot, schwarz, we do blau. Get a lot with blue coloration, so like this one right here, right below me, is pretty blue. And that's pretty common, and this one over here is pretty blue as well. Er filmt es echt, er filmt es mit dem Handy. Habt ihr das gesehen? For being blue and their midsections. Carbon release are notorious blue. Ja, er filmt es echt mit dem Handy. And that's pretty common. And ja, this gut. one over here is aber dafür hat er echt eine ruhige Hand. Carbon release nicht are schlecht. notorious for being blue in their midsections as well. Krass. But we still have a full. Oder, nee, wisst ihr was? Ich glaube, er hat geleuchtet mit dem Handy. Ich weiß nicht. Tank of these guys. Ja, so eine ruhige Hand. And then a full tank nee, der hat einen Gimbal. Rose, but yeah, they're starting to come out and eat.
Yeah, tons of babies. Usually what happens with the babies is we'll net them all out towards the end of import. Hier sieht man's. Also ich weiß nicht, ob ihr es seht in der Qualität von der Aufnahme, aber hier sind überall kleine Pünktchen. Und wenn sie diese Größe erreicht haben, dann kommen sie auch fast alle durch. Aber wenn ihr schon mal vielleicht beobachtet habt, dass bei euch die Garnelen Eier tragen und dann kommen nie Babys, das liegt einfach dann daran, dass die es nicht geschafft haben, diese Größe zu erreichen. Ab da ist eigentlich relativ safe. Ja, wenn die da genug zu fressen finden und keine Fressfeinde haben, dann easy. Aber um die Größe zu erreichen, daran scheitert es oft. Put them in just a mixed neo tank and sell them as assorted neos, or we will just leave them in here and put more carbons in here, and then eventually they'll grow up, and then we'll eventually sell them as adults. But we never really send babies. Sometimes we'll send them as extras, but we don't really sell the babies. Okay, also er macht es eigentlich wie wir, dass wir keine Babys absichtlich verkaufen. Das kann mal passieren, dass ein Baby mit reinrutscht, klar. Aber er verkauft nur geschlechtsreife Tiere. Finde ich auch gut. Also tatsächlich ist es zwar so, dass Babys leichter den Transport und die Umgewöhnung an neue Wasserparameter verkraften, aber ja, das ist immer so eine Sache, so einen kleinen Murkel zu versenden. Ich weiß nicht, dann man denkt sich halt als Kunde, so stelle ich mir das zumindest vor, so da habe ich ja gar nichts gekriegt, auch wenn es vielleicht sinnvoller wäre. Deswegen finde ich so junge Erwachsene, wie wir sie eigentlich immer versenden, ideal, weil man hat viel Freude dran, man sieht schon, welche Farbe sie haben, also wir können die selektieren, so ganz kleine Garnelen kann man ja nicht wirklich selektieren, es ist sehr schwer, da was zu sehen. Ja, und natürlich hat man irgendwie was in der Hand. Also nicht direkt, aber ihr wisst schon, was ich meine. These guys look good. I think these guys are really underrated. Was sind das für Garnelen? Black Rose, ne? All the babies as adults, but we never really send babies. Sometimes we'll send them as extras, but we don't really sell the babies. Das sind die Black Rose. These guys look good. I think these guys are really underrated. I think the reason they don't sell as much is probably because of the price. They're fairly expensive. Er sagt gerade, er findet, dass die wunderschön sind und dass sie total underrated, wie heißt es auf Deutsch? Ja, sie sind nicht so beliebt, wie sie sein sollten. Und sie werden nicht so viel gekauft, anscheinend, weil sie relativ teuer sind. Und das stimmt, die sind relativ teuer. Also sie sehen sehr, sehr gut aus. Also ich finde sie wirklich wahnsinnig schön. Seit ich sie das erste Mal habe, das sind so kräftig gefärbt einfach. Ihr habt es ja in den letzten Videos gesehen. We're gonna start at the end and then work our way down. This is another tank of Black Rose. You can see there's a couple babies in here, not a ton. And so this is the first tank that we were pulling from. And that's why the other tank was so, still had so many in it. Now these guys are Bloody Marys. Wow, we're out of stock of these right now just because we're so low. Er hat gerade keine mehr von Bloody Marys. Oh, you can see there's tons and tons of babies in here. Krass. So again, we'll probably let these guys just grow up and then eventually sell them. But you never know. We might just throw them in this sort of tank and order in more. Yeah, these guys are such a deep dark red color, and people always get these confused with cherries. The difference is these ones, the tissue is red, whereas cherries, it's the shell that's red. So these guys should always be... Also bei den, ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, korrigiert mich gerne. Der Unterschied zwischen den Red Sakura beziehungsweise den Red Cherries und Red Sakura und was weiß ich was für Unterarten, ich glaube, das waren Bloody Marys jetzt, ist, dass nicht nur die Hülle rot ist, sondern alles, also die Beine auch und so weiter. Und das kann ich auch bestätigen. Also bei uns, die Red Sakura haben zum Beispiel alle rote Beine. Und die Red Cherries, die wir mal hatten, die haben so eine rote Schale, aber die Beine sind halt transparent. Das sieht natürlich schön aus. Transparent. And if they're not, then there's probably something wrong with them. Also falls ihr mal irgendwo Red Sakura oder Bloody Marys gekauft habt und die haben durchsichtige Beinchen, dann wurdet ihr sozusagen, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Habt ihr keine echten bekommen. And this is another Bloody Mary pond. Again, you can see just tons of babies. See if I can zoom in on them. Krass. Yeah, aber da sieht man schon bei den Jungtieren, wie deutlich einfach kräftig rot sie sind. Everywhere. And so that's always fun to see. And then next up, these guys I think are so underrated, and I love them so much. These are orange Neos. We call them orange pumpkins on the website. But they're just orange Neocaridina. Mega schön. There's a decent amount of babies in here. Die sehen echt super aus. Die Orange Sakura, die finde ich echt auch underrated. Also die sind richtig, richtig gut. Habt ihr es vielleicht bei uns gesehen mit diesem blauen Kies? Einfach, ich weiß nicht, mir gefallen die einfach.
And they're just gorgeous. I mean, they just pop on the black. Like, und die sind, genau, sie kommen halt einfach gut auf dunklem Kies. Blauer Kies, schwarzer Kies, super. Die leuchten da so krass raus. So Ihr seht es auch. And then this was the first pond, so this one's getting a little low on stock. And again, we try to keep like 800 to 1,000 each pond. I know it doesn't look that way, but it never does. 800 bis 1000 so yeah, this is the first Wanne. pond that we're pulling out of, and then this will be the second one. So Krass. obviously this one has a lot more in it. And it looks like they're just coming out to eat, get a little extra meal for the day. And so yeah, so we'll move on to the next row. So I figured we'll take a little detour from the shrimp tour. We'll check out our RO system and what we do for filtration for this room and what all these mixing totes are behind me. And then also, if you guys can, if you've never done it before, hit that subscribe button, hit the like button if you like this video. Stuff going on, but let's get into the unit. They come over here and we have like valves up 200 most. We have this water change. Also jetzt erklärt er uns sein Wassersystem, sein RO Wasser, Reversed Osmosis Water, das ist ein Osmosewassersystem. Er hat anscheinend kein Leitungswasser, er macht es komplett mit Aufhärtesalz und das ist ganz schön krass hier. Also es ist echt eine Ansage, diese ganzen Tanks hier, ich finde das schon mega cool. We have kleiner Traum von mir. 3, 4, 5, 6 275 gallon totes. What we do is we have all these valves up on top. So krass. And those all come from our central unit. They come over here, and we have like a 1,200 gallon RO holding tank right behind that wall. And so we pump it in here. Now the reason we pump it in here is because this room's heated. Also auch kurz, wir sind einfach aufgeschnitten, weil die kommen nämlich mit so einem kleinen Deckel, diese Tanks, sag ich schon, diese, wie sagt man denn dazu, diese Behälter. Und ich wollte eigentlich auch mal so einen haben, aber ich dachte dann, durch dieses kleine Loch da, kann man nie sauber machen. Super, einfach aufschneiden. It gives time for the water to warm up or cool down, whether it's in the winter or in the summer. This end pond we use for RO only, so that if we ever overmix something with too much mineral, this is what we're using, salty shrimp GH and KH plus. We also use just the GH plus too. If we ever mix it too much, we could take RO water out of here, mix it back in, and then it will stabilize the TDS and get it to the parameters we want. Also er nimmt komplett nur Osmosewasser mit Aufhärtesalz und ja. But we mix all, or we fill all these up with RO water. We turn off the valve down below, and so we'll turn all these valves off. Then we'll go through and we'll mix them. Because if you don't turn these valves off, water will go from this one to this one. This will end up at 300 TDS. This one will be 100. It will just be a total krass, mess. Die sind alle von unten verbunden. And so once we get it all remineralized, again, this is what we're using. This is a full container. This is shrimp mineral GH and KH plus. We use this for this entire room, and we remineralize to about 200. And then what we have a krass, weil ich kenne dieses Aufhärtesalz, ich freue das selber. Und er sagt gerade, er härtet damit nur bis 200 auf. Und ich dachte mir schon mal, dass 300, wie es hinten drauf steht, eigentlich zu viel ist. Pump down in here. Gute Idee. It pumps up, it goes right here. We have this turned on sometimes when we didn't have enough ponds in here, so it was too much pressure, so we had to turn that on, and it shot back in the pond. But it goes up, and then it comes over, and then it goes into this line right here. And so this line, I think these are like somewhere near 1/4 of an inch. You can see it right here. Ja krass, das ist alles einfach da drüber, ne? And it comes down and it goes right into the back of these. It sprays into our system right here, and then over here it overflows out and it goes down the drain. So es ist genau das gleiche wie bei uns eigentlich. Er hat Frischwasser, was er reinpumpt, und das überflüssige Wasser wird einfach praktisch im Überlauf dann abgelassen. It's a pass-through system, and nur halt in riesengroß. Usually, es ist so krass. Ich weiß nicht, könnt ihr euch eigentlich vorstellen, wie das da sein muss. Das sieht so klein aus, aber das ist echt gigantisch. Two of these, maybe 3, just depending on how long it's been. Ich bin wirklich neugierig, was ihr dazu sagt. Ob ihr das noch schön findet, also aus Sicht von einem Züchter, sage ich mal, nicht aus eurer Sicht natürlich, ist es nicht schön, es ist kein Aquarium, aber es hat ja auch einen gewissen Charme, wenn man sagt, hey, das ist ein optimiertes System und so funktioniert es am besten mit Zucht und Haltung. Ja, ich bin da sehr, sehr zwiegespalten selber. We've done a water change, and we'll run these completely, so it's basically, I mean, it comes out to about a 500 gallon water change with water still in the bottom, and each pond gets pretty much equal. Some ponds get a little bit less, just depending. Das sieht so krass aus. Hey, guckt euch das. Hey, überlegt mal, der hat gesagt, er hat
ein paar tausend Garnelen in einer von diesen Wannen. Ey, es ist so heftig, wie viele Garnelen da drin sind. Where they are in the system, but it will all just overflow down the drain and go down the drain from there. And so that's how we do water changes. We try to do water changes at least every other week. That's what we aim for. So twice also alle 2 Wochen macht er einen Wasserwechsel. Now granted, these guys really alle 2 Wochen. are pretty resilient. So we really don't ever have issues, but we try to aim for about 2 times a week. If we are having issues, or once every 2 weeks. If we're having issues, obviously we'll do it a little bit more. But that's a little. Okay, also er sagt also praktisch, sobald es Stress gibt und irgendwas nicht passt, machen sie einmal die Woche Wasserwechsel. Also mehr Wasserwechsel, wenn es Probleme gibt. A little bit about our water change system. Leave a comment down below if you have any questions. I'll do my best to answer them. But let's get into this row right here and show you what we're stocking this with. So we'll start here. This is the first pond in the row, as you can see. Was sind das für Wannen? Die müssen ja irgendwie, ich glaube, diese Mörtelwannen sind dann vor allem mit Weichmachern, die müssen ja irgendwie lebensmitteltauglich sein. This one is our oldest pond, so this one, you can see they overfed a little bit, so this is from this morning. And so there's not very many shrimp in here, there's a couple babies. Das ist schon sehr leer, I don't think they're really selling out of this one right now. What will end up happening is we'll move all these shrimp to a different pond, and then you come down to this one, and this is one that we're not selling out of yet, so this is still fully stocked, and you can see they're just now coming over to get some food. And a really, really good looking shrimp. Now these are fantasy blues. So the difference between these and blue dreams are these are bred from chocolate shrimp, so they're a much more stable line. And so when you breed them, you'll get like 99% blues. You might get a black. Ist halt schade, hier sieht man halt, das sollen fancy blues sein, aber man sieht halt gar nichts. Ne? Ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Everything. Also hier sieht man ein bisschen, aber das ist halt, ja. Und das finde ich halt dann auch wieder schade, weil wir als Züchter müssen ja eigentlich, verbringen die halbe Zeit damit zu gucken, welche Garnele hat eine gute Farbe und welche, es ist beim Züchten wichtig und es ist auch beim Verkauf wichtig, weil ich muss natürlich gucken, was fische ich heraus, was verpacke ich, ist die Garnele super und wenn ich das hier mache, dann sehen vielleicht alle kräftig gefärbt aus, weil ich die Farbe gar nicht richtig erkenne, sondern es einfach nur dunkel ist. Also ich finde ich weiß nicht, ob es die Kamera ist bei ihm, aber das ist für mich ein großer Nachteil von diesem System, dass ich einfach keine Möglichkeit sehe, jetzt die Garnelen wirklich gut zu beurteilen. Das ist echt ein krasser Nachteil. Jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Ich meine, was sind die Vorteile? Der Vorteil ist, du kannst von oben arbeiten, du siehst sofort, wie viele Garnelen drinnen sind, du kannst sie sehr leicht rausfangen, du hast sehr günstig, sehr großes Wasser, ein einfaches System, kostet natürlich auch dementsprechend Platz. Und der Nachteil ist, du siehst die Garnelen, du kannst sie nicht so gut bestimmen. Es kostet sehr viel Platz, weil du es nicht stapeln kannst. Und es ist nicht so schön. Ja. Es ist nicht so cool wie ein Aquarium bei uns jetzt, die Anlage. Ne? Ich bin so neugierig, was ihr dazu sagt. Ob ich das mal ausprobieren soll. Also ausprobieren werde ich es wahrscheinlich schon, weil es mich einfach interessiert. Ob das so viel besser ist oder schlechter. Aber falls jemand von euch Erfahrung damit hat, unbedingt bin ich richtig neugierig. That's just the type of fantasy blue it is. You get a little bit of everything, but they're very much a pretty stable line. Now this is the pond that we're selling out of currently, and you can see it's very, very small. There's actually 2 tote Garnelen. There's some dead ones in there, so I think maybe they're just. Es ist übrigens interessant, dass die blauen Garnelen gleich orange werden und zwar ziemlich schnell. Overfeeding. Might be getting an ammonia spike because I see a decent amount of food in there. Jetzt wird's interessant. An die Stelle erinnere ich mich. Ja. And so we'll have to go through here and check this one. It also. Was er hier gesagt hat, ist, das ist ein Ammonium Spike, also eine Ammoniumspitze im Sinne von, dass zu viel Ammonium auf einmal drinnen ist, also zu viel gefüttert wurde oder sagen wir zu viele, zu viel Ammonium im Wasser ist. Das soll anscheinend sehr, sehr gefährlich, sagt er für die Garnelen. Das ist seine Hauptursache. And so maybe it's not getting enough filtration or Liegt something an Filterbakterien, die fehlen. So what we'll do for a pond like this. Ganz kurz, warum ist Ammonium, also warum haben wir es eigentlich nicht im Aquarium? In diesen Filtern, die ihr hier seht, sind gewisse Bakterien drin, die sobald Ammonium im Wasser ist, dieses sagen, oh super cool, hier ist Ammonium, das verstoffwechsel ich, also das esse ich, sage ich jetzt mal. Und das, was dabei herauskommt bei diesem Ammoniumessen, so wie wir was essen, kommt auch etwas raus. Das kann man sich mal laienhaft ausgedrückt vorstellen. Die Bakterien sagen, oh lecker, Ammonium. Und dann kommt da ganz viel anderes Zeug raus, Nitrit und dann am Ende Nitrat zum Beispiel. Also halt
wird einfach verstoffwechselt und wenn diese Bakterien eben nicht vorhanden sind, dann ist eben zu viel Nitrit im Wasser, ist zu viel Ammonium im Wasser, ist zu viel Nitrat im Wasser, wobei Nitrat jetzt in diesem Fall nicht so schlimm wäre. Aber das ist eigentlich, was die Einfachphase von so einem Aquarium bedeutet. Ja, das Aquarium ist eingefahren, wenn diese Bakterien eben in ausreichenden Mengen vorhanden sind. Whenever we start noticing deaths, I'll actually show you. So I'm going to go grab it real quick and I'll be right back. So full transparency, this is owned by Fritz Aquatics, which is a sponsor of the channel. 7, just because of the type of bacteria it is, it won't nitrify the ammonia or the nitrates or anything like that. And so what we do is we'll just come in and we'll just do a little ploop. So that's more than enough. Now this is live bacteria. So if you Also er sagt gerade hier, weil jetzt er vermutet, dass eben zu viel Ammonium drin ist, er hätte es auch messen können einfach. Aber naja, er vermutet, es ist sicher erfahren. Tut er einfach nochmal ein bisschen Bakterienstarter rein, in diesem Fall welche, die eben Ammonium. You smell in here, it smells like sewage. Und er sagt, es riecht nach Kanal. That's just what bacteria smells like. So we'll just add this back in. And what this will do is it will actually neutralize any ammonia that's in the water. Probably because of the leftover food from the dead shrimp coming out. It will just completely neutralize that. It will convert it into nitrate. And it will go from ammonia to nitrate. Ja, genau. Er hat jetzt Bakterien reingetan, die das Ammonium zu Nitrit machen und dann von Nitrit zu Nitrat. Nitrate to nitrate, and then it will be safe for shrimp. And then I'll grab a net, I'll get these dead ones out, I'll clean out this extra food that wasn't eaten, and hopefully that will completely take care of it. So I'm going to kick the filter back on so that turbo start will get right in the filter. And I'm not lying, this is by far the best product you could ever have for your fish. Das habe ich noch nie gesehen bei uns, Turbo Start. Ich weiß nicht, ob es das bei uns gibt. For situations like this where maybe there's more ammonia than there is beneficial bacteria and you get these spikes in ammonia, you just dose this, it solves everything. Next, we'll talk about this tank. This is my 125. This is actually from my mom's basement. When I first started on YouTube, I used to grow guppy grass right in the center here. And then as you can see, they're actually... That's what we're doing with this tank. These tanks, these are really fun. This is a Malaysian trumpet snail breeding tank. Krass. So we breed Malaysian trumpet snails in here. We get these in from someone locally, a couple of people locally actually. Wahnsinn. And then as you can see, they're actually breeding too. So our goal... das sind kleine Schnecken und Scheibe. Sie züchten sie nice wirklich. To just self-sustain them. So we set up not just one... Not just two Sind das Turmdeckelschnecken? tanks. Like, look how many are in here. Ey, die hatten wir noch nie. Die sollten wir unbedingt mal ausprobieren, sobald drüben alles aufgebaut ist. And this, just in case anyone's wondering, that's how we get zucchini to sink. We just put that stainless steel clamp on there, and it sinks right to the bottom. Okay, er hat gerade gesagt, diese Klammer, die ist rostfreier Edelstahl. Und damit kriegt er eine Zucchini zum Sinken, was die Schnecken dann fressen. Just look how many there are. Guter Tipp, muss man sagen. We have 3 tanks of Malaysian trumpet snails. And there's probably, I mean, I would say there's at least 1,000 snails in each tank, and that's the only thing we keep in here. We might add some fish just to have some fun in these tanks, but I don't know. I really haven't brought it up with the guys yet, but that's not a horrible idea. And so, also er hat gerade gesagt, er hat wohl doch ein ganzes Team. So maybe we'll do that. But love these tanks. Up here, we got some chocolate rabbit snails. They're breeding pretty good. We just need to get them breeding more before we start selling them. So you can see, like, there's a baby up here. There's a baby back there. There's actually 3 babies back there. And then there's a bunch of babies over here. So those are actually doing really good. These guys, I believe, I never know. They're either the yellows or the oranges. They're doing really well. You can see there's some babies. Die finde ich schon ziemlich cool. Hätte ich auch gemacht. Like, there's one up there. There's a larger, actually that's a Ranshorn snail. But they're down in the substrate pretty good. Ich glaube, dass die habe ich schon mal bei so einem Züchter gesehen in Singapur. Ich glaube, da haben wir ein Video drüber gemacht. Und ich glaube, dass die, falls ihr einen Bodengrund habt, dass die da sehr, sehr gut aufräumen. And so these guys they're doing pretty good. They're not doing excellent, but these guys are doing good. Now these guys are doing amazing. I'm gonna say these guys are the oranges. Ey, wie gut die aussehen auf dem dunklen colorblind. And yellow and orange are extremely close. And so these guys are just... Die sind doch eindeutig gelb. Er hat gesagt, er kann nicht sagen, ob gelb oder orange. Also für mich sind die gelb. Awesome. So these guys have also zumindest der Körper. Been going absolutely crazy. I mean, babies all over the place, all over the back.
And so we're hopefully going to have USA bred rabbit snails up on the website again soon. Rabbit snails. And so that's what we're doing with these tanks. We just kind of set them up out of the way. We had the Aber tanks. Das ist echt einfach mit Holz gemacht. So we're like, we might as well use them. And we had the snails, so we put those in there. And so, yeah. So that's what we got going on with those tanks. Now, let's talk about this section right here. We'll open a few of these ponds and show you guys what is hiding in these tanks. So, I'm not going to go through and show you every single one of these ponds, all these ones. I'll just focus on these ones. Das ist so krass, aber irgendwie wackelt. Oh nee, das liegt an dem Filter. Ach krass, ey, das ist so heftig, wie viele Garnelen. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele da drin sind? And these ones is the same as this one, these ones, all those ones. All these tanks are all the same. There's roughly, let's see, 2, 4, 5, so 10. And then I think there's 7 on this wall. So 2, 4, 6, 7. So there's 17 ponds, all of these guys. Which let me show you. You guessed it, cherry shrimp. And so we got 17 ponds of cherry shrimp. These are, for volume-wise, these are definitely our biggest seller, just because they're the cheapest shrimp, and so people just go for them. Krass. Now these, we get in some pretty nice ones. One thing to note for sure is like when we're looking in here, like obviously these are really nice red. They're really deep colored. Now one of the main reasons for that is because of the black bottom. So the black bottom causes it to be, the shrimp to be much more red because they're trying to blend into their environment. Das ist krass. Habt ihr das verstanden? Er sagt, die werden kräftiger rot gefärbt, weil sie versuchen, sich zu tarnen. Und zwar auf diesem dunklen Hintergrund. Und jetzt würde man meinen, dann müssten sie ja braun oder schwarz werden. Aber ich vermute jetzt mal, dass sie nur ihre Farbe verstärken oder verschwächen können. Das heißt, wenn die beispielsweise auf weißem Hintergrund wären, dann würden sich die versuchen, möglichst blass zu machen, ne, weil sie dann mehr dazu passen. Und hier, weil sie auf dunklem Hintergrund sind, versuchen sie sich möglichst stark zu färben, was in der Natur wahrscheinlich braun wäre oder so, also eine Tarnfarbe. Aber da sie rot sind, werden sie besonders rot. Das ist krass und das sollte man auf jeden Fall ausnutzen. So it gets really, really deep dark colors. Now, if you go and put these guys on sand, naturally they're going to want to try to dull out. He's one dead one right er sagt, there. Wenn man sie auf Sand but they're going to want to dull out their color, so keeping them on black substrate is really going to help bring out their color. And also, shipping these guys a couple days in the pitch black, their colors are definitely going to fade. So a lot of times when people get shrimp from us, they're like, hey, these don't look anything like the picture. And then we always say like, hey, wait 7 days and let us know what you think. Ja. And usually always after 7 days. Tatsächlich ist uns das noch nicht so oft passiert. Also bis jetzt waren eigentlich alle von euch immer zufrieden, die wir bestellt haben. Sieht man auch an euren super Bewertungen. Aber es ist schon so, dass manche Leute dann, gerade beim Abholen, fällt es auf, wenn man in so einem Transportbeutel die Tiere anguckt, gerade bei Garnelen, dann sind die total blass, die haben kein Licht, die haben keinen Hintergrund, die sind schockgefärbt. Und dann heißt es so, oh, die sind aber gar nicht so toll. Einfach mal, er sagt, eine Woche warten. Eine Woche. Ich sage immer, schau mal morgen nochmal, vielleicht sind sie da besser, aber er sagt, eine Woche dauert es. Weil sie einfach sich anpassen müssen, sich umgewöhnen müssen, die Schockfärbung wegtun, die Tarnung wegtun und so weiter. Completely good. Das finde ich krass. Now, again, we stock about 1,000 shrimp per tank. And so, what you need to know is like right here, like this guy must have just died. So deaths do happen, and that's just a part of being in the business, leider, especially with Neocaridina. Also das ist einfach so, kann ich auch so sagen, es passiert einfach, Garnelen sterben, da könnt ihr gar nichts dafür. Es gehört zum Leben mit dazu. Und bei, sag ich mal, solchen Mengen von Garnelen ist es halt, ja, wenn da eine stirbt in der Woche oder zwei, dann ist es halt so. Just get them in there. They're usually, they're not super unhealthy, but they're definitely unhealthy. Nee, das sind Importtiere. Okay, er hat die importiert gerade, wahrscheinlich aus Asien, wo sie in so großen Teichen gezüchtet werden. Und er sagt, die kommen da nicht so gesund an vom Transport. First like 2 weeks and then a lot towards the end of quarantine just because they're going through their first molting. Ja, dann sind sie in Quarantäne. And so right now they're probably about 5 weeks in, so we're not experiencing very many deaths, but there are still the occasional one. Like I saw one in this pond, maybe one in that pond, and maybe 2 in the other pond. So deaths do happen. And so when you're getting shrimp, that's a big thing to know, is that when you first get them in the first month, you're going to see deaths. That's normal. Ja, es stimmt. Also wenn man sich Garnelen kauft, sage ich mal, man kauft sich 30 Garnelen, tut die in seinen Nano-Cube
und sagt dann, oh, mir sind 3 Garnelen gestorben. Das muss ich echt sagen, kann einfach passieren und gehört dazu. Und was leider passiert, ist, dass man es gut meint und Panik bekommt und dann sagt, oh, Hilfe, was ist da los? Alles ist falsch. Ich schütte jetzt dies ins Aquarium und das mache ich und dann noch einen Wasserwechsel und dann tue ich da ganz viel Essen rein, weil vielleicht haben die Hunger. Und damit richtet man einen riesen Schaden an und provoziert mehr Tode, was dazu führt, dass man mehr und krassere Maßnahmen ergreift, die wieder zu mehr Toten führen. Also, man muss es manchmal einfach akzeptieren. Man kann manchmal nichts tun, es gehört mit dazu und es ist das Allerbeste, dann nichts zu tun, bis auf das tote Tier zu entfernen. Ist meiner Erfahrung nach, ich habe es lange falsch gemacht und habe dann gemerkt, hey, ja, es ist so. Das Einzige, was man wirklich machen sollte, wenn man das erlebt, dass, sage ich mal, 2, 3 Tiere gestorben sind in der ersten Woche nach dem Umgewöhnen oder es auffällig ist, dass sie überhaupt sterben, dann, was er auch vorher gesagt hat, Ammonium, Nitrit testen, also Ammonium testen, Nitrit testen, gucken, ob es daran liegt. Falls ja, nochmal Bakterien rein. Das kann natürlich helfen, das kann man wirklich tun. Aber sonst, es gehört leider mit dazu. 20% extra shrimp than what you order. So if you order 10, you're going to get 12. And that's because we know you're bound to lose 1 or 2. Hopefully they'll all live. Das hat er auch gerade gesagt. Also wenn man bei ihm 10 Garnelen bestellt, kriegt man 11 oder 12 sogar. Habt ihr ja gemerkt, wahrscheinlich bei uns auch. Weil es einfach passieren kann und es passiert. Ja, durchs Umgewöhnen. Meistens hat man Glück, ja, don't get me wrong. Also es ist nicht so, dass immer 2 sterben und wir deswegen immer 12 mitschicken, wenn man 10 bestellt hat. Meistens bekommt man 12 und behält 12, aber falls es so ist, dann ist es natürlich für uns viel einfacher zu sagen, hey, ihr habt doch eh mehr gehabt, tut uns leid, dass die gestorben ist. Wir müssen da nicht nochmal welche nachschicken, ist ja auch bescheuert. Und ja, sonst, man freut sich halt for you, but drüber, that's just not realistic usually. And so it's just part of it. If you end up with at least 3 females and 2 males, you're always going to have a booming colony going. And so that's just a part of it. But yeah, so this is what we got. We got cherries all back here. We got blues, then we got oranges over here, Bloody Marys, black rose. We got carbons over there, another ting of black rose, and then all the monos. Needless to say, I'm a shrimp addict. I absolutely love shrimp. And when you love a hobby as much as I do, you have to turn it into a business for it to make sense. Or you can't keep as many tanks as you want to keep. Er liebt Garnelen und leider musste er deswegen ein Geschäft draus machen, weil sonst hätte er niemals so viele Garnelen halten können, wie er sich's wünscht. Und genau so ist es bei Sven und mir auch. Wenn wir unendlich Geld hätten, würden wir genauso viele Aquarien dahin stellen. Wahrscheinlich würden wir uns nicht so eine Mühe machen, die Garnelen zu verkaufen und alles anzubieten. Ich hätte schon ein paar Mal, ja, sag ich mal, lieber frei gemacht, als im Shop irgendwas umzuprogrammieren oder eine Produktbeschreibung zu schreiben. Das dürft ihr mir glauben. Aber wenn es uns ermöglicht, dass wir das alles machen dürfen, machen wir es natürlich gerne. I still want more tanks. That's why we're building. Er will immer noch mehr. A huge fish room with 125 gallons because I want to do more. And that's the cool thing about owning a business. You can do that kind of stuff. So I hope you guys enjoyed this complete tour of our Neocaridina room. Ja, a little bit about war our toll. snails and our water change system. Again, if you have any questions at all, süß, die 2, total nett. Also für alle, die sich interessieren und vielleicht gut Englisch können, der macht ziemlich viele Videos, hat noch echt deutlich mehr. Ich habe euch dieses Video jetzt ausgesucht, weil es um dieses Wannensystem geht und weil ich so ein paar Sachen loswerden wollte zur Garnelenhaltung. Also gerne mal ein bisschen diskutieren drunter, was ihr davon haltet, ob ihr es ganz furchtbar findet und es so nach Massentierhaltung irgendwie aussieht oder ob ihr es cool findet, weil es ein innovatives, praktisches System ist. Ich selber bin ein bisschen zwiegespalten, ich sehe viele Vorteile, aber auch Nachteile darin. Ob wir es ausprobieren, Svenja und ich, das hängt davon ab, wie ihr es findet natürlich. Und ja, die 2 finde ich total nett. Finde ich cool, was die machen. Er ist sehr transparent. Er sagt, ich importiere Tiere, ich züchte die Tiere, ich mache beides. Hat er nicht versucht, einem wirklich was anzudrehen. Klar hat er da seinen Bakterienstarter hergezeigt und sein Futter, das er irgendwo eher herstellt. Aber ich finde das okay. Das war ein super Video, ein super Einblick vor allem in, ja, echt eine der größten von den USA. Also sowas haben wir hier in Deutschland, glaube ich, gar nicht in den Ausmaßen. Was der da noch alles so hat, ist echt Wahnsinn. Also schaut auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, auch mal bei ihm vorbei. Den Kanal, ihr seht ja, ich habe ihn schon längst abonniert, könnt ihr uns übrigens gerne auch bei unserem Kanal machen. Würden wir uns riesig freuen und ihr verpasst vor allem nichts mehr, denn es geht ja bekannt spannend weiter. Für alle, die sich interessieren, wie es weitergeht, wir sind jetzt gerade mitten im Umzug.
ich werde euch versuchen, nächste Woche schon so einen kleinen Einblick zu machen über den Fortschritt des Umzugs. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Aber das Allergrößte steht nämlich noch an, und zwar die Aquarien zu übersiedeln. Und das wird echt krass. Ja, ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns nächste Woche. Ciao!